Herzlich willkommen. Hier unten sehen wir das Wasserschloss Bad Pyrmont, das wir uns heute einmal ganz genau anschauen werden. Erbaut wurde 1526 von Graf Friedrich IV. Von Spiegelberg. Es ist eine Festung mit einem darin befindlichen Schloss. Die Festung hatte einen 40 Meter breiten Wassergraben mit einer Eckbastion, die wir uns dann noch genau anschauen werden. Zweimal wurde die Festung von den Schweden erobert. Zwischen 1706 und 1721 wurde so einiges erweitert und angebaut. Wir gehen jetzt vom Parkplatz zum Schloss und schauen es uns einmal von innen an. Ja, sieht das nicht herrlich aus? Die erste Sanierung fand 1960 bis 1962 statt. Die zweite dann 1984 bis 87. Bevor wir in das Schloss hineingehen, möchte ich euch einmal zeigen, wie früher die Herrschaften mit der Kutsche zum Schloss gefahren wurden. Los geht's! Man fuhr über eine damalige Holzbrücke durch diesen Tunnel hindurch, bis man dann in den ersten Hof hineinkam und dann rechts die Rampe hochfuhr.
Hier mussten sich die Pferde bestimmt ganz schön anstrengen. Oben angekommen, stiegen die Herrschaften dann aus der Kutsche aus und gingen in das Schloss hinein. Hier noch einmal ein Blick von oben, bevor wir gleich in das Schloss hineingehen. Auf beiden Seiten finden sich Wachräume, auf der linken Seite sind sogar 2 Gefängniszellen. Wer weiß, wie viele Leute hier schon eingesperrt wurden. Das kann man natürlich nur erahnen. Wie gerade zu lesen war, befand sich hier eine Geschützkammer. Hier wurden auch Handfeuerwaffen gelagert. Einige Gänge sind zugemauert, zugeschüttet. Wer weiß, wo sie einmal hinführten. Wir gehen wieder raus und schauen uns einmal die andere Seite an. Hier waren auch Wachkammern, die sind allerdings viel größer und man hatte einen guten Blick auf den Wassergraben. Richtig hohe Räumlichkeiten hier unten und ein direkter Zugang zum Wassergraben. Auch hier wurde vermutlich ein Gang zugemauert und in diesem Raum hatte man auch wieder einen guten Blick auf den Wassergraben.
Wir gehen wieder raus und machen einmal einen kompletten Rundflug um die Insel. Hier kann man gut die Eckbastion sehen, die ich nachher noch von innen zeigen werde. Besonders zu erwähnen ist, dass ich für meine Drohnenaufnahmen hier eine schriftliche Drehgenehmigung vorliegen habe. Und da bedanke ich mich bei dem Staatsbad Pyrmont und ganz besonders bei Herrn Timon Köbele. Vielen Dank auch. (1855) wurden einige Bauten aufgestockt und das Schloss erhielt sein heutiges Aussehen. Ja, so seht ihr auch mal, dass ich selber da gewesen bin. Und nicht nur hinter der Kamera, auch mal vor der Kamera. Ich schaue mal, ich versuche mal gleich ins Schloss reinzugehen, um da auch mal ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Schauen wir mal. Bis gleich. Und ich bin dann ins Museum hinein. Eintrittspreis 4 €. Es gab natürlich vieles zu sehen. Hier sind allerdings nur ein paar Ausschnitte, aber auch wunderschön. Schaut es euch einmal an. Das Museum wurde 2015 aufwendig neu gestaltet.
Ich gehe raus aus dem Museum zum ersten Hof, wo sich auch die Rampe befindet, wo die Pferdekutsche vorhin hochgefahren ist. Unter der Rampe befinden sich so einige Räume, die schauen wir uns doch einmal etwas näher an. Wirklich große Räume, hier kann man so einiges unterbringen oder auch lagern. Ich schaue mir jetzt gleich noch die andere Seite an. Auch hier befinden sich große Räumlichkeiten, wo sicherlich so einiges untergebracht wurde. Ich gehe jetzt gleich einmal rüber zum Kommandantenhaus, das 1723 erbaut wurde. Wer sich das Schild einmal genau durchlesen will, drückt einfach auf Pause. Hinter dem Kommandantenhaus ist eine Bühne aufgebaut. Hier finden des Öfteren Veranstaltungen statt. Ist ja auch eine tolle Atmosphäre. Links hinter der Mauer befindet sich ein alter Brunnen und geradeaus sieht man einen Durchgang, da geht es zur Eckbastion, die wir uns gleich auch noch genau anschauen werden.
Und auf geht's zur Eckbastion. Auf der linken Seite ist ein Durchgang zum obrigen Wall. Wir gehen aber weiter runter und sehen uns einmal die Eckbastion genauer an. Hier standen wohl früher Geschütze oder große Kanonen. Hier hatte man so einiges im Blick, falls mal Feinde kommen sollten. Wir gehen jetzt zum Verbindungsstollen, zum Wallgraben nach oben. Und wie man sieht, ist hier links und rechts noch ein langer Gang, der zugemauert oder zugeschüttet ist. Wer weiß, wo der früher mal hinführte. Und natürlich sehen wir uns diese Eckbastion nochmal aus der Luft etwas näher an.
Ich gehe nochmal auf der Wallkrone entlang, um euch ein paar schöne Aufnahmen zu zeigen. Hier sieht man auch eines der beiden Kavalierhäuser und wir schauen uns jetzt einen Teil von dem Kur- und Palmengarten an. Ich mache mich wieder auf den Weg Richtung Parkplatz. Ich hoffe, euch hat der ausführliche Film vom Wasserschloss Bad Pyrmont gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder auch ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.